for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein Stirnlappen-Basilisk-Männchen, Basiliscus plumifrons, ist so ein subadultes Männchen. Erkennt man jetzt schon ganz gut auch äußerlich, ne, an dem Rückenkamm. Hoppala, der will mich irgendwie die ganze Zeit beißen. Oben an den, deswegen auch der Name Stirnlappen, ne, die zwei, ja, wie nennt man es? Diese zwei Kämme, genau, Kämme ist der richtige Ausdruck, die zwei Kämme da oben und wie gesagt der Rückenkamm. Stirnlappenbasilisken gab es vor vielen Jahren immer als Wildfänge, da waren die wahnsinnig scheu. Wenn man nur ans Terrarium hin ist, sind die abgeflitzt, haben sich die Schnauzen eingerannt. Man bekommt tolle, schöne Nachzuchten, die werden recht ruhig, sagen wir mal, also die werden nicht so schnell und nicht so leicht ruhig wie jetzt ein grüner Leguan oder ein Theo oder irgendwas, aber mit viel Geduld und Mühe kann man selbst die relativ brav und zahm kriegen. Auf jeden Fall haben sie nicht die Fluchtdistanz wie ein Wildfang, also sie lassen sich toll halten als Terrarientier. Wunderhübsche Tiere, wie gesagt, der ist ja, so halb, dreiviertel wüchsig, also ausgewachsen oder adult sind die ungefähr nochmal, ja, vielleicht knapp das Doppelte vom Volumen her, von der Größe her. Tolles Terrarientier und deswegen heute mein Intro-Tierchen. Das Thema heute ist das Füttern, vor allem auch das Füttern von so großen Brocken hier. Großer Albino Netzpython, Albino Tiger Sunfire, glaube ich, ist es. Der ist leider nicht ganz so gechillt jetzt. Deswegen entschuldigt mir meinen Kampf gerade wenig. Ich will den jetzt auch nicht zu grob festhalten. Will aber auch nicht, dass er mich hier beißt unbedingt. Wie füttert man so eine große Schlange? Muss man natürlich passende Hasen geben. Kleinere Tiere füttert man kleiner. Und das ist heute das Thema, das wollen wir euch heute zeigen. Jetzt gucken wir mal, beziehungsweise wenn ihr der Meinung seid, wir wollen den dicken Kerl hier, wir sollen den füttern, dann gebt mir mal einen Daumen hoch. Wenn ich jetzt die nächsten 1-2 Minuten nicht gebissen werde und viele Daumen hoch kriege, dann werden wir den Brocken hier füttern für euch. Oft wird in der Terroristik, glaube ich, ein bisschen klein oder auch zu wenig gefüttert, aber vor allem auch zu klein. Ich habe jetzt hier einen diesjährigen Königspython, der ist so ungefähr 3 Monate alt, wird jetzt vielleicht so 150 bis 180 Gramm haben, würde ich mal schätzen. Da ist so eine 30 Gramm Maus genau das Richtige, ne? Wenn er die frisst, dann sieht man hinterher schön an, aha, der hat was gefressen, der hat einen dicken Bauch. So soll es sein, ne? Wenn wir das jetzt mal ausrechnen, 30 Gramm Maus, knapp 200 Gramm Königspython, dann sind wir irgendwo bei ja, gut 15 bis vielleicht knapp runde 20 Gramm vom Körpergewicht. Das ist die richtige Futtermenge. So würde ich euch das empfehlen oder so wäre es richtig, ne? Viele sagen dann, ach je, das kleine Köpfchen und die große Maus, wie soll die da rein? Aber das ist ja der, in Anführungsstrich, der Gag oder das ist ja die Kunst der Schlangen, dass der kleine Kopf sich so weit dehnen kann und die Kiefer aushängen kann, dass diese große Maus reinpasst. Und in der Natur ist es auch so, die Tiere fressen große Beutetiere, ne? Also meine Erfahrung in Afrika ist es auch so, die Tiere fressen wirklich alles, was sie irgendwie bewältigen können. Und lieber ein großes Beutetier wie 5-mal kleine, ne? Das ist auch nicht ökologisch, wie soll man sagen, biologisch sinnvoller beziehungsweise vom Energieverbrauch sinnvoller, ne? Wenn so eine Schlange jagt und 5 kleine Beutetiere jagen muss, braucht sie viel mehr Energie, wie wenn sie ein großes Beutetier jagt, erlegt und es verspeist. Dann hat sie mit weniger Energieaufwand mehr Energie zugeführt, ne? Und Reptilien sind Energiesparer, das wissen wir alle. Und deswegen sind die bemüht, möglichst große Beutetiere zu fressen. Die Größe vom Futtertier muss natürlich mit der Schlange mitwachsen, beziehungsweise vorher mein Einstieg
war vielleicht auch nicht ganz sinnvoll gewählt, weil ich euch ja schon einen größeren Königspython gezeigt habe. Anfangen tut so ein Königspython ja mit knappe 100 Gramm. Da verfüttert man dann irgendwie so eine 15 Gramm Maus. Wie gesagt, dann habe ich euch vorher ein etwas größeres Tier gezeigt mit vielleicht so 200 Gramm. Da waren wir bei der 30 Gramm Maus. Jetzt habe ich hier ein letztjähriges Tier, ich habe jetzt gerade mal spaßeshalber gewogen, der hat genau 500 Gramm, das habe ich nämlich gesucht. 500 Gramm nehmen wir so als Schwelle, wo wir dann langsam mit Ratten anfangen. Ich habe hier so eine 80 Gramm Ratte oder 70, 80 Gramm hat die Ratte ungefähr. Das ist dann jetzt die passende Größe für diesen 500 Gramm Königspython. Ne? 500 Gramm zu 80 Gramm, da sind wir wieder gut bei 15% von seinem Gewicht. Das ist so der gute Zeitpunkt, wo man dann auf Ratten umsteigt. Bis dahin haben wir ihm auch nicht eine Maus gegeben, ne? Weil wenn ich jetzt dem hier mit seinen 400 oder über 400 Gramm dann eine Maus gebe, haben wir auch wieder zu wenig. Der hat dann 2 Mäuse immer bekommen. Ne? Und irgendwann wird es mit den 2 Mäusen aber auch zu mühsam. Und wie gesagt, dann kommt der Zeitpunkt, wo wir auf so eine 70, 80 Gramm Ratte umsteigen. Und dann passt es wieder perfekt und dann hat er wieder seinen dicken Bauch nach dem Füttern. Und so soll es sein. Bei unseren Königspython kommen wir mit den Ratten ganz gut hin. Die wachsen dann entsprechend mit der Schlange. Irgendwann gibt man mal so um die 200 Gramm, 250 Gramm. Das ist so. Also wir haben ein paar wenige Riesen-Königspython, wo wir auch so 300 Gramm Ratten geben, aber das ist dann eigentlich fast eher die Ausnahme. So groß werden Königspython ja meistens gar nicht. Aber wenn wir so einen Netzpython haben, den ich euch hier zum Einstieg gezeigt habe, da kommen wir auch mit den Ratten nicht mehr viel weiter, beziehungsweise dann muss man dem 3, 4, 5 so XXL-Ratten geben, was auch ein wenig umständlich ist. Deswegen kriegt der einen entsprechend großen Hasen. Der Netzpython vom Gewicht her, würde ich mal schätzen, hatte der noch, schon noch deutlich unter 10 Kilo. Ich denke, so ein 1 Kilo Hase ist genau das Richtige für ihn. Von der Größe, also ich bin jetzt seit über 30 Jahren Terrarianer. Ich denke wirklich oft, ach du Schande, dieser Riesenhase und dieser, in Anführungsstrich, kleine Netzpython, das schafft er doch nie. Und dann innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten hauen die das Futter weg, wie wenn nichts gewesen wäre. Also ich wüsste nicht, wann ich irgendwann mal zu groß gefüttert habe, ne? Dass ich was gefüttert habe und das Tier hat es nicht geschafft und hat es liegen gelassen. Ich wüsste nicht wann. Und by the way, es passiert auch nichts. Wenn wirklich ein Futtertier zu groß ist, dann lassen sie es einfach liegen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass sie irgendwie dran verstickt sind oder weiß der Herrgott was. Natürlich erst recht nicht, wenn ihr gefroren füttert. Ne? Also ich würde jetzt nicht hingehen und einem kleinen 200 Gramm Königspython eine 200 Gramm Ratte hinschmeißen und gucken, ja, was passiert jetzt. Dann kann diese lebende Ratte natürlich dem Python auch gefährlich werden. Ne? Die wird sich wehren dagegen. Aber wenn ihr jetzt Frostfutter gebt und die Schlange probiert es und schafft es nicht, dann hört sie irgendwann auf. Ist sicherlich ein bisschen Stress für die Schlange, aber nichts, was der Schlange, also die kann nicht platzen oder was weiß ich. Beziehungsweise im Worst Case frisst sie es und wenn vielleicht irgendwie was ist, vielleicht aus Klima nicht ganz stimmt oder die Temperatur oder wenn Stress hat oder so, dass es womöglich wirklich nach 1, 2, 3 Tagen auswirkt. Das ist dann natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber ansonsten, wie gesagt, passendes Futtertier rein. Ob ihr lebend oder Frost füttert, all das, was ich jetzt gesagt habe, spielt da eigentlich keine Rolle. Könnt ihr lebend wie Frost, diese Regel mit diesen 15–20% Körpergewicht gilt sowohl für lebend wie für Frost. Ein bisschen einschränken möchte ich das Ganze noch zum Schluss. Es gibt einige Schlangenarten, die tatsächlich, ich weiß nicht, der Stoffwechsel vielleicht insgesamt ein bisschen geringer ist, wo man ein bisschen aufpassen muss mit dem Füttern. Gerade zum Beispiel bei baumbewohnenden Schlangen. Ich könnte mir vorstellen, es hat vielleicht auch mit der baumbewohnenden Lebensweise zu tun. Ne? Wenn ich da irgendwo im Baum hänge und so ein riesen Beutetier im Bauch habe, ist das vielleicht auch nicht gerade praktisch zum Klettern. Ne? Vielleicht ist das der Hintergrund. Auf jeden Fall bei einigen oder bei den Baumbewohnern,
die ich so kenne. Bei den Riesenschlangen wäre da grüner Baumpython, grüner Hundskopfschlinger, also beziehungsweise die ganzen Corallus-Arten. Bei Sanzinia ist zum Teil auch so. Da kann man tatsächlich das Ganze, was das Füttern betrifft, gleich wenig runterfahren. Da würde ich vielleicht sagen, maximal so 10% des Körpergewichts als Futtergröße und auch den Futterintervall. Also das, was ich so standardmäßig, was wir jetzt gerade gesprochen haben, Königspython, Netzpython, Tigerpython, füttert man so als Jungtiere alle 7 Tage. Ein Weibchen, mit dem ich züchten will, füttere ich vielleicht auch alle 7 bis alle 10 Tage. Und wenn ich ein Einzeltier habe, mit dem ich nicht züchte, ein adultes, subadultes, adultes Einzeltier, füttere ich so alle 2 bis 3 Wochen. Ja? Also ein Tier, das nicht zur Zucht dient. Das würde ich so als groben Futterintervall angeben. Und eben diese Arten, wo ich jetzt gerade angesprochen habe, da kann ich ungefähr den gleichen Intervall machen, aber eben mit entsprechend kleineren Futtertieren, also nur so 10% vom Körpergewicht. Und dann passt auch diese Ernährung. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristikprodukte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.